Wir haben diesmal ein Auto, was uns so richtig überrascht hat. Vorweg, Mazda, solide Leistung. Bleibt dran. Jo. Hallo Thomas und willkommen bei Neulich an der Ladesäule. Leute, wir sitzen hier in einem Mazda 6e. Bevor ihr abschaltet, haben wir auch gedacht, Auto langweilig. Aber bleibt dran, das hat so einige Überraschungen. Erster Eindruck beim Reinsetzen. Gut, eben das Einstellen ist klar, aber bequem. Die Sitze finde ich super Die bequem. Sitze bin, ja. Und so Wohnzimmer braun. Gut, Ja. das ist eben Geschmackssache. Es ist sehr viel braun. Das Ich ist- würde es jetzt so nicht machen. Was wäre mir jetzt ein bisschen zu viel braun? Das ist Aber- die gehobenere Ausstattung, aber davon abgesehen, dass es natürlich Geschmackssache ist, so wie es umgesetzt ist. Mhm. Jetzt versuche ich nur die Außenspiegel einzustellen. Die Außenspiegel, ja. So, jetzt kommt mein erster überraschender Hinweis. Wie würdest du es im Tesla machen? Auf dem Display. Aber Genau. Wie kommst du dahin? Wie geht's beim Tesla? Wie öffnet sich so ein Menü? das ist schon ein bisschen Verstell länger nochmal her. deinen Sitz. Weil da hatte ich es gerade nämlich. Guck. Ach, da Und oben sofort, rechts. ja. Und, Okay, weil ich hatte gerade Ja. hier unten gesucht, da habe ich es nicht gesehen. Okay, das sieht sogar vom... ja. Ja. Größe ist auch gut vom Display. Ist ein bisschen schräg, so nach Ja. oben. Normal hat man es eher so ein bisschen... Genau. Ein bisschen stark angewinkelt, aber es hindert nicht. Also es reflektiert irgendwie nicht beim Fahren. Was mir direkt auffällt, was Ja. ich sehr gut finde, wenn das jetzt geöffnet wird, was ich denke, fantastisch. Das ist... Ich merke es so oft, wenn ich irgendwo auf einem Parkplatz zufahre, dass ich dann ganz schnell den Knopf suche, dass diese Kamera einspringt. Und hier steht ganz groß 360. Knopf Es ist gefunden. sofort da. Und es tut auch das, was es soll. Mhm. Guck mal, wie riesig. Mhm. Auch die Zweiteilung vom Bildschirm ist super. Mhm. Du hast noch Ach so, da diese kann ich dann noch- Möglichkeiten, die Kameras durchzuschalten. 3D kann ich auch. Ah, nur die Reifen. Ich habe es jetzt so eingestellt, dass die Karosserie transparent dargestellt Mhm. werden soll. Das hat den Vorteil, dass man auch unter das Auto gucken kann. Auch. Also mit einem Klick kannst du es hier wieder anmachen. Hier Transparenz. Jetzt sieht es so aus wie das Auto, aber es bringt einem ja nichts. Also deshalb Nee, finde ich nee, das nee. schon sehr cool. Auch wenn man das Auto ganz toll findet. Ja, Transparenz bringt einem da doch mehr. Und hier ist dann auch direkt da ist auch transparent. Das heißt, du kannst, jetzt ist es grau, aber wenn du fährst, dann haben wir die Fahrbahn auch unter. Genau, er muss es ja einmal filmen, dass Mhm. er weiß. Also was mir sehr auffällt, es ist wirklich so ein bisschen viel bei Tesla abgeguckt. Weil man kann sich sein Auto und man kann sofort hier die Shortcuts, man kann, was ist das? Spoiler oder? Ja, Ach so? Wie viel PS haben wir denn im Auto? 285 PS. Es gibt den auch nur in dieser Ausführung. Ich habe jetzt wegen dem Spoiler nur gefragt, weil ich denke, Spoiler denke ich meistens so an Autos so weit von 500 PS Ja. entfernt. Das ist auch nicht schlecht, dass man so aus diesem Hauptmenü mal eben hier draufklicken kann und dann hat man so das Wichtigste vom Innenraum. Man kann vieles über das Display machen. Wenn ich hier zum Beispiel auf die Seitenscheiben gehe, dann kann ich von hier aus die Scheibe auch öffnen. Also übers Display. Das ist schon witzig, ne? Das kann jetzt der Tesla nicht. Wenn ich jetzt aber auf die Seite gehe und sage da, jetzt bin ich aber trotzdem wieder da. Ne? Also ich Ja. muss ja oben erst... Okay, also okay. so- Ja, das so- ist ja eine Software-Sache. Man könnte es theoretisch sofort so... Ja, aber das werden wir wahrscheinlich gleich noch öfters sagen. Es ist eine Software-Sache. Man merkt, das ist schon alles solide, aber steckt noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Alles, was so Software angeht. Jetzt frage ich mich auch gerade, wieso ist hier der Teil, ein Teil französisch? Ja, Recommandation Intelligente. Genau. Oder in Italienisch, weiß ich nicht. Thermostat, Mode Camping. Gut. Kann man alles lösen, Genau. ohne Werkstattaufenthalt. Also es kann ein Software-Update. genau. Der Wagen ist natürlich auch sehr neu. Es ist sehr neu. Das ist so das erste ernstzunehmende Elektroauto von Mazda. Ne? Wir hatten das lange Zeit nicht auf dem Schirm. Vor ein paar Jahren sind wir schon mal mit dem MX-30 gefahren. Da hat Mazda ja in Bezug auf E-Mobilität viele Dinge nur ganz klein ausgestattet, sag ich mal so. Also langsam laden, kleiner Akku. Aber hier ist jetzt schon echt toll. Gut, es ist vor allen Dingen, es ist leicht lesbar. Die Überschriften sind etwas dicker, dann das darunter ein bisschen dünner. Also man findet sich zurecht, auch wenn man mal eben schnell irgendwas machen will. Und eben schnell, guck mal, Das, genau. das Menü. Also es gibt noch sehr viel Menü. Wir könnten jetzt lange durchgehen. Ich würde einfach sagen, wenn euch das interessiert, schreibt es in die Kommentare. Dann machen wir nämlich noch ein zweites Video ausschließlich über so die ganzen Funktionen, die Einstellungsmöglichkeiten im Mazda und könnten das für euch mal richtig ausführlich nochmal zeigen.
Homescreen, sag ich mal. Dann gibt es hier die Einstellungen. Dann haben wir hier Apps, also so ein App-Launcher. Und dann kann man auch noch von links hier rüber so ein Shortcut ziehen. Da sind auch nochmal Einstellungen. Also es doppelt sich so ein bisschen. Hier oben bin ich auch wieder in den Apps drin. Vom Tesla-Gedanke her, wie kommst du wohl in das Lüftungsmenü? Ja, hier unten drauf drücken. Klar. Guck mal, wie das aussieht. Obwohl, das ist ja mittlerweile bei ganz vielen. Ja, Das genau. unten zentral. Hier kann man jetzt aber leider nicht viel machen. Also das Bild hätten sie sich auch sparen können, weil ich ziehe ja hier an den Hebeln rum. Und sonst habe ich hier auch Sitzheizung, Sitzlüftung, okay. Genau. Synchronisation, aber das Nötigste ist okay. Oben ausmachen, Ja. Auto. Was ist das? Sie haben den Luftreiniger eingeschaltet. Das war sehr laut. Ich hätte es jetzt nicht gedacht. Also gut, dass es noch mal gesagt hat. Das war jetzt aber warum? Das kann man doch bestimmt auch irgendwo, dass das leiser. Leiser schon, aus. Aber man kann es nein. nicht ganz abstellen. Okay. Also zumindest habe ich das nicht gefunden. Und jetzt auch wieder, guck mal, was Tesla vor vielen Jahren eingeführt hat, wie cool, was wir bei vielen anderen Herstellern auch vermissen. Wenn du jetzt fahren möchtest, was machst du? Bremse treten, hier Gangwahlhebel. Ja. Und ich glaube sogar, das sind die Gangwahlhebel früher aus dem Model S und ganz früher aus der S-Klasse. Mhm. Mercedes, daher kennt man schon. Genau, das ist definitiv, Ja, das das erkenne sieht ich auch so sofort. aus. Aber warum Ja. auch nicht? Genau, das ist es. Wir setzen uns rein, Hebel drücken und los geht's. Du hast nirgendwo einen Start-Stopp-Knopf. Es fühlt sich gut an, Mhm. aber ich finde das total cool. Das ist so 70er mit dem überzogenen Lautsprecher. Gut, dass du es sagst, weil auch die Farbe, die Anmutung, das ist schon, ja. Aber was heißt Anmutung? Es ist aufgeschäumt, fühlt sich nicht billig an. Aber was sie alle nicht können, ab dem unteren Bereich, ist wieder dieses Plastik. Genau, auf den ersten Blick jetzt ist schon alles sehr cool, ne? Du hast, Auch hier mit dem... ja genau, das ist Leder. Du hast hier so ein Holzimitat, sag ich mal. Ja, An der Seite, damit kannst du ups. die Mittelarmlehne aufmachen mit dem Ja, Knopf. das ist auch... Und hier unten haben wir auch noch ein Riesenfach. Ja. Kann man Aber- auch das Schiebedach aufmachen? Das Schiebedach nicht, sondern du hast halt eine Verdunklung. Ach Das so, kann man, also da ist der Knopf für Sonnenschirm, sodass gleichzeitig vorne und hinten dann komplett zugeht. Du kannst aber nicht nur vorne oder nur hinten. Mhm. Also wenn, dann geht es gleichzeitig. Aber auch sehr cool. Also das Braune hier haben wir schon gesagt, das ist Geschmackssache. Es wirkt sehr hochwertig natürlich. Wir haben hier so eine Ambientbeleuchtung. Sieht man natürlich nur im Dunkeln. Klar. Wenn wir schon da sind, genau, du hast rechts alles, was mit Medien zu tun hat. Ja. Lauter, leiser, vor, zurück. Mhm. Sprachsteuerung. Und auf der linken Seite alles, was mit dem Cruise Control zu tun hat. So Und heißt der sogar Autopilot. 2 Tasten, die ich selbst belegen kann, Ja. sozusagen. Genau, das kannst du im Menü einstellen, was da passieren soll. Ich glaube, Wenn wir- wenn ich hier ins Menü, da können wir... Das Durchschnittlich, ja, okay. Ja. Ist auch gut. 17 Zoll? Kilowattstunden. Ist in Ordnung. Also so zwischen 17 und 18 habe ich ihn auch auf der Autobahn. Ist auch relativ scharf und schön übersichtlich aufgemacht Ja. und die nötigsten Sachen sind einfach da. Gut sieht es aus. Ich finde es sogar fast ein bisschen zu überladen. Ja, du hast rechts die Geschwindigkeit analog. Links hast du den, ich sag mal, Drehzahlmesser, also Rekuperation. Auch hier, wenn wir über einige Dinge jetzt hier mäkeln, über Kleinigkeiten, das ist alles auf hohem Niveau, Ja. weil es ist echt ein solides Auto. Aber das Natürlich. werden wir jetzt auch beim Fahren merken. Aber es kommt einfach, wenn man ganz viele verschiedene Autos gefahren Ja. ist, dann sind ein paar Sachen, die... Selbst aber, bei Audi sind Dinge... Natürlich. Also, Bei keiner ist davon Mercedes, da befreit. könnte ich dir Ja. tagelang... Genau. Also überall sind noch Dinge, die man verbessern Ja, kann. natürlich. Wir gucken uns das jetzt mal beim Fahren an. Bevor wir losfahren, an dieser Stelle einmal kurz der Hinweis, das Auto hier, den Mazda 6e, haben wir vom Autohaus Wuttke und Quast aus Gummersbach bekommen. Also vielen Dank dafür. Nächstes Jahr, also 2026, das Autohaus ist seit 40 Jahren schon ein Mazda-Händler und zusammen mit anderen Autohäusern, also das ist Wedding aus Engelskirchen, Göxel aus Kürten und Meyer aus Lüdenscheid. Die Autohäuser insgesamt decken die hier in NRW, also in der Nähe von Köln, einen riesigen Bereich ab. Alles rund um Gummersbach. Ja, wenn ihr euch für Mazda und besonders auch für dieses Fahrzeug hier interessiert, der Mazda 6e, einfach unten mal in den Shownotes auf den Link klicken. Denn bleibt dran, also das eine oder andere wird euch bestimmt noch überraschen. Ja, du hast schon die drin. Ja, genau, Und- seit einer halben Stunde jetzt. Wir fahren jetzt einfach Ja. mal los. Dann fahren wir mal los. Welche Rekuperationsstufe habe ich jetzt drin? Drückt man das rechte Sternchen? Ach, genau. Nee, das Ah, ist nee, ja okay, der linke. niedrig, Ja, dann- Standard, moderat. Das ist der vierte, den Stark. starken hattest du. Ja. Aber er rollt. Wir haben kein One-and-Pedal-Driving. Ah, Riesen nein, Minuspunkt. Ja. selbst wenn ich es nicht, aber wenn ich die Möglichkeit habe und Ja. es da ist, Genau. dann würde ich es ja gerne nutzen.
Also es gibt kein One-Pedal-Driving, keine Möglichkeit. Und du hast gerade schon gemerkt, er tippelt los. Also er simuliert einen Verbrenner. Und auch da haben wir keine Möglichkeit, den auszustellen. Auch das Kriechen nicht ausstellen, genau. Genau, weil leider. wenigstens das wäre auch schon mal schön. Ja, ja. Kriechen ist nicht auszustellen. Also da sind so ein paar Dinge, wo dann Mazda auch gar nicht über nachgedacht hat. Also es ist halt noch... Also diejenigen, die vom Verbrenner umsteigen, finden das ja alles super wieder. Ja, die Funktion auch wie beim Automatik. Ja, aber ich fände es dann schön, wenn beide Seiten abgeholt würden. Genau. Für mich, One-Pedal-Driving, Ausschlusskriterium, wenn man das nicht hat. Aber er ist schön leise, Ja, fährt sich sehr komfortabel und die Sitze sind immer, ich sitze jetzt eine Ja. halbe Stunde drin, aber die Sitze sind sehr Genau. komfortabel. leise. Leise ist Ne? er, ja. Das Auto ist sehr gut gedämmt. Du kannst auch während der Fahrt jederzeit die Kameras anmachen. Finde ich auch cool, was ja einige andere Hersteller nicht zulassen. Oder dass die ab einer bestimmten Geschwindigkeit einfach ausgehen. Das ist schon ein bisschen creepy jetzt. Ja. Hey, hey. Auch die Reifen bewegen sich ja gar nicht. wenn ich lenke. Doch, das schon. Also wenn man langsam fährt, dann ja. Dann zeigt er den Einschlag und er zeigt auch an, ob man rumkommen würde hier auf dieser Strecke. Das macht Jetzt hat er mir gerade im Head-Up-Display Ja. kurz angezeigt, dass meine Reichweite nur noch 278 Kilometer ist. Der zeigt dir das ab und zu mal an, wie der Akkustand ist. Du kannst ja, das ist eigentlich eine schöne Strecke. Du kannst mal den Hebel einmal runterdrücken, dann haben wir den Cruise Control. Einmal oder zweimal? Einmal. Ach, okay. Der intelligente Tempomat wurde aktiviert. Ja. Okay, das reicht kein Bimmeln. Wir müssen sofort einen ganz langen Text sagen. Ja. Und Übernehmen Sie sofort das Fahrzeug. Okay. Intelligenter Tempomat vorübergehend beendet. Oh, jetzt macht er sogar Nachtmodus. Ist Ja. das, weil ich so schlecht fahre? Oder? weil wir unterm Baum herfahren. Das macht er sehr häufig. Aber er geht wieder rein direkt damit. Auch dieses Bim Bim, Ja. das ist doch von Tesla. Kann mir doch keiner erzählen. Ach, jetzt wird's wieder hell. Genau. Er hält nicht so richtig, er fährt immer mal so ein bisschen nach rechts, ein bisschen nach links und so. Ich finde, er ist häufig auch zu weit rechts. Also er zieht häufig rechts rüber, sodass ich Ja. ihn mal deaktivieren muss. Aber selbst auf der Landstraße, so im Grunde funktioniert es schon. Ja, es ist ja auch eigentlich eine Unterstützung. Ja. Und Landstraße ist ja sowieso meistens, was macht er dann im Kreisverkehr? Okay, er Er hat's- wäre... Intelligenter Tempomat vorübergehend beendet. Und er hat auch was angezeigt. Ja, natürlich. Also er zeigt Sachen an. Das macht er. Und er ist jetzt sofort wieder nach dem Kreisverkehr wieder alles drin. Also ich Ja. merke sofort, das lenkt wieder mit. Ja. Ach, er sagt mir sogar die metergenaue Anzahl, wie weit das Auto entfernt ist. Und guck mal, selbst diese Dinger, er wird dich warnen, wenn es zu eng ist. Na? Das ging. Ja. Ja gut, wir sind ja 70 gefahren, ist jetzt nicht... Aber das ist schon gut, was er da macht. Erkennt er jetzt auch Das den weiß ich nicht. Roller? Das hatte ich auch noch nie. Oh, er bremst runter. Okay, er kennt tatsächlich. Oh, er sieht einen Roller. Ja. Okay, also cool. er sieht ein Ja, Zweirad auf okay. jeden Fall. Intelligenter Tempomat vorübergehend beendet. Okay. Vollkommen ausreichend. Wie viel war das? 200? 258 PS. Beendet Ja. intelligent. Vollkommen ausreichend, genau. Und, hast du gerade noch was bemerkt beim Beschleunigen? Ein Fahrgeräusch hier drin. Das- ist das der EV-Ton? Das war der EV-Ton, genau. Ah, okay. Ich gehe dafür jetzt mal direkt in die... Und jetzt pass auf. EV-Sound simuliert das Motorengeräusch eines herkömmlichen Kraftstofffahrzeugs, Nein. um das Fahrerlebnis des BEV zu verbessern. Zu verbessern. Erstmal ist es nicht das typische Geräusch eines Verbrennungsfahrzeugs und es verbessert nicht. Ganz Das genau. Verbessern tut es das, wenn wir da drauf drücken und den EV-Sound ausmachen. Dann ist es verbessert. Wenn Ja, man es genau. mag, man Genau. kann es anmachen, aber es ist kein Verbrenner. Es ist interessant, wie Mazda darüber Ja, denkt. ja, Aber ja, das das- Coole ist, man kann es ausstellen. Man kann es ausschalten. Und jetzt ist er auch ruhig. Man hört auch wirklich Ich nichts. bin jetzt nur in der Ortschaft, ich beschleunige. Nee. Obwohl während dem normalen Fahren ist mir das jetzt gar nicht so Nee, das kommt auch aufgefallen. nur beim Beschleunigen, beim starken Beschleunigen. Das ist auch gut. Also es ist auch da nur dezent. Mhm. Wie gesagt, verbessert wird eigentlich nichts. Ja, Aber wenn Mazda wir denkt beim anders. Thema Sound sind, diese Fußgängerschutz, AVAS, hast du gehört, das hört sich so ein bisschen an wie so ein Kratzen, als ob die Bremsscheiben kratzen. Also als wenn man denjenigen schon überfahren hätte. Ja. Das kannst du doch. Es ist aber auch schön dezent, finde ich. Ja, ja, Also nein, das das ist ist mir noch gut. nichts negativ jetzt. Gut. Genau. Das Einzige, was ich sofort versuchen würde auszustellen, wäre, Ja. Sie haben das eingeschaltet, Sie haben das ausgeschaltet, Sie aber das würden hab gerne ich- das machen. Nicht gefunden. Ja, ja, aber das wäre so das Erste, weil Ja.
auch, ich denke dann immer, wenn man jetzt zu zweit oder mehrere Personen jetzt irgendwie nachts fährt, man fährt eben und Leute wollen vielleicht schlafen und die ganze Zeit dann irgendwas redet. Also ich weiß nicht, ich habe wirklich lange gesucht und ich finde es nicht. Aber Sound, das hat sogar so eine Art Willkommen-Sound und Verlassen-Sound, so ein bisschen wie wir es von Audi her kennen. Die bimmeln ja auch immer, wenn man ein- und aussteigt. Ja gut, die Stimme ist sehr präsent. Das nennt sich hier das smarte Fahren. Da kann man sagen, ob er mitlenken soll oder ob er nur beschleunigen soll, also nur einen intelligenten Tempomat das ist wirklich gut. hat, adaptiver Tempomat. Und hier ist dann auch einiges, was man noch anstellen kann. Warnen, Bremsen, also so wie wir es auch von Tesla erkennen. Ne? Ein Lenkrad soll vibrieren oder soll klingeln oder soll was sagen. Früh, Ja. spät, man kann echt viel machen. Navigation, du hast es jetzt auf der linken Seite ja schon stehen. Bitte prüfen Sie das. Also da im Da, ja. Display steht halt die ganze Zeit was. Wir haben also die Apps und was Was hat ist da? das? Ah, du hast auf den Bildschirm geguckt. Ja, klingelt wenn ich das. doch, ich muss doch mal gucken, wo ich hin will, Ja, oder ja. nicht? Ja, und dann soll er mir das doch nicht so... Nicht so schmackhaft machen. Ja, genau. Es gibt einen großen Punkt Navigation. Leider funktioniert der nicht, weil wir dazu die Online-Dienste aktivieren müssen. Die Online-Dienste kannst du nur aktivieren, wenn du diesen Datenschutzeinstellungen zustimmst und wenn man die App installiert. Aber dann, also ich musste auch in den App erstmal wieder die ganzen Datenschutz und diese ganzen Dinge bestätigen. Ist ein sehr großes Thema, Datenschutz. Was aber wahrscheinlich ja nicht Mazda zu verschulden hat, sondern irgendwelche Regularien. Ja, So, in aber- der App, ich musste mir also einen Mazda-Account erstellen, das habe ich auch gemacht, also Benutzername, Passwort, meine E-Mail-Adresse hinterlegt und dann beim Verbinden mit dem Auto kam dann die Fehlermeldung, meine E-Mail-Adresse stimmt nicht mit der E-Mail-Adresse überein des Fahrzeughalters. Das heißt, es ist jetzt uns leider nicht möglich, die Navigation zu nutzen. Ja. Wir können uns leider nicht anmelden, da ist dieser QR-Code und es funktioniert leider nicht, weil, ja, schade, ne? Also das können Ja, wir jetzt weil- leider nicht machen. Wir sind jetzt hier bei Mazda in Gummersbach und stehen vor dem Mazda 6e zusammen mit Tobi. Oi, jetzt hat sie dazwischen gequasselt. Das hatten wir ja auch gehabt, dass sie oft quasselt. Bitte sagen Sie, Ah, Mazda, abbrechen. ich bin hier. Ja, ich spreche mit Leon. Hallo Leon. Hallo. Ja, den Mazda 6, den gab es ja vorher schon in anderen Varianten. Genau, als Benziner und als Diesel gab es den vorher. Wir haben ihn jetzt auch gerade zum Laufen gebracht, also das Navi, das was bei uns ja nicht ging, also jetzt Benutzeraccount und so hat alles funktioniert. Alles installiert. Okay, und Thomas, du lässt dir jetzt einfach mal das Navi zeigen. Daniel hat es gerade schon angesprochen. Wir hatten, dadurch, dass wir ein Vorserienmodell hatten, zur Verfügung gestellt bekommen haben, hatten wir noch das Problem, dass das mit der Navigation noch nicht so richtig geklappt hat. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, auch mal eben zum Beispiel die Navigation eben anzuschauen. Jetzt gucken wir mal. Und was sofort auffällt, es ist schön schnell. Sehr flüssig. Es ist sehr flüssig. Das kennen wir von vielen auch deutschen Premium-Herstellern überhaupt nicht so, dass das so schnell funktioniert. Okay, wir navigieren jetzt einfach mal, wir sagen jetzt einfach mal nach Berlin. Und da sagt er uns jetzt, dass wir das Ziel nicht erreichen. Er sagt uns jetzt allerdings, hier oben Bielefeld haben wir noch 20%, da sollten wir langsam überlegen und bei kurz vor Hannover sind wir leer. Deswegen machen wir jetzt Ladegeräte hinzufügen. Jetzt rechnet er einen Moment und da sagt er uns schon. Er wird jetzt zum Beispiel sagen, in Bielefeld würden wir mit 19% ankommen und würden dann bis 70% laden. Da sagt er uns auch sofort, wie wir fahren müssen und so weiter. Zahlung 0. Ich denke mal, er weiß nur den Preis nicht. Ansonsten wäre es eine sehr günstige Sache. Das ist sehr schön, ja. Ja, und dann machen wir jetzt auch los. Und jetzt, Bitte fahren Sie zur markierten Route. gut, Energieverbrauch variiert je nach Fahrweise, ist klar. Wenn wir jetzt natürlich nur Vollgas fahren, dann schaffen wir es nicht. Das ist schon klar. Gut, aber jetzt haben wir auf jeden Fall, ach, er hat sogar 2 eingeplant. Okay, dann hat er einmal eingeplant bei Bielefeld und dann will er nochmal bei Helmstedt. Also, ihr seht, es funktioniert. Ich kann jederzeit auf Okay, CarPlay. Okay. CarPlay drücken und das hier ist, das finde ich super. Im Tesla gibt es kein CarPlay. Du hast Android Auto, CarPlay und hier das natürlich in riesig. Genau. Was? Ist das auch Tesla oder ist das was anderes? Das erinnert mich eher so ein bisschen an den Smart. Smart hätte ich Hashtag jetzt auch One. gerade gesagt. Aber Hashtag dadurch, irgendwas, weil ja. es nicht gleichmäßig ist, eher so ein bisschen an Dacia auch Dacia. wieder. Ne? Wieso macht man das nicht gleichmäßig? Sollen wir hier hin?
Ja, das können wir machen, genau. Steht sogar Smart Hashtag 5. Wow. Und ein Dacia Spring. Ach, was was ist denn hier? Ist das hier der geheime Elektrofahrzeugparkplatz der Stadt? Okay, dann gehören wir hier hin. Sehr schön. Oh. Ne, jetzt bist du wieder nach vorne gekommen, das zeigt dir das sofort an. Oh, das ist sehr groß. Ja, das ist sehr groß, aber jetzt gucken wir, wo es hinguckt. Wir schauen nach vorne. Also es ist keine tote Winkelkamera. Ne? Wir sehen nicht, was von hinten kommt, sondern eher, ob wir vorne mit der Felge den Bordstein streifen. Also es ist auf jeden Fall schon in Ordnung, Ja. dass er wirklich Ja. ein großes, was man wirklich sieht. Man kann ja auch immer noch dann hinten in den Rückspiegel gucken. Man sollte den Rückspiegel Ja, auch ja. abends immer benutzen, genau. Auch wenn ich jetzt mal eben nach links Ja. blinke, Ja. es geht sofort. Ja. Was viele hochpreisige Autohersteller nicht bieten, ne? In dieser Geschwindigkeit und auch mit dieser Flüssigkeit, dass es ohne Ruckeln Also funktioniert. ich gehe auch davon aus, dass dann das Navigationssystem auch relativ zügig sein wird, oder? Ja. Also das sieht auf jeden Fall so aus, als wenn da schon ein etwas neuerer Prozessor drin ist. Jetzt sieht man auch schön, wie sich hier unter dem Auto sogar der Gullideckel, wie sich das so alles aufbaut. Und Da danach ist der kannst du Gullideckel. gut fahren. Ich habe eine sehr enge Einfahrt zu bewältigen. Super. Und Wireless. Und jetzt guck Ach, da, mal, ja. besonders hier, Belüftung, oh, das ist gut. belüftete Wireless Ja. drahtlose Charging hier. Das habe ich noch in keinem anderen Fahrzeug gesehen. Es gibt mittlerweile ein paar, die es bei den neueren Fahrzeugen, die es jetzt anbieten. Okay. Es scheint wirklich ein Problem zu sein. Ja. Ansonsten alles großes Handschuhfach. Handschuhfach. Apropos Handschuhfach, wenn wir hier gerade sind, wir gehen ja auch gleich zum Ladeport. Okay. Mazda kann Vehicle to Load. Ich hatte jetzt gedacht, er hätte Schademo und man hätte einen Schademo auf Typ 2 Anschluss. Nee. Ja, okay. Dann schauen wir uns das Ganze mal von außen an. Machen wir. So, Mazda 6e von außen. Ja, er ist ganz dezent, nur mit dem Nötigsten beklebt. Also, man muss allerdings sagen, was werden einem für Fragen gestellt? Was hat er denn für eine Reichweite? Steht drauf. Wie schnell lädt er denn? Steht drauf. Wo kriege ich den her? Steht drauf. Ganz Was ist genau. es? Steht drauf. Und wenn man den gewerblich nutzen will, 1% war gestern, 0,2% ist jetzt. Genau. 0,2% ist auch jetzt gerade so der gefühlte Temperatur. Temperaturbereich. Genau. Deswegen, obwohl, wir können ja direkt einmal hinten gucken. Ich gebe dir, jetzt wo du es offen hast, gebe ich dir auch einmal den Mazda-Schlüssel. Der ist auch eigentlich recht hübsch, ne? Wenn das so... Ja. Das mit den Linien, das macht einen so ein bisschen kirre. Das ist wie im Fernsehen so ein kariertes Hemd. Ja, okay. Aber ansonsten die auch so leicht belegt. Ja, ist Plastik, aber fühlt sich so ein bisschen lederig an. Hier Aber kann man ein das ist Bändchen das. drum machen. Genau, und die 4 wichtigsten Knöpfe, Aufzug, Kofferraum, Hupe. Hupe. Ist das wichtig auf dem Schlüssel? Wenn du dein Auto suchst, Okay. so Kleinigkeiten, guck mal, die Knöpfe sind auf der Unterseite. Wenn der Ach so, wenn du Mazda-Schriftzug... Mazda, okay. Also du hast den so in der Hand und denkst, Naja. Ja gut, aber Kleinigkeiten, ne? Das, nee, wer aber, guckt schon auf den... aber so ganz hübsch Ja. eigentlich, ja. Ich setze mich jetzt einfach mal, ist jetzt für mich eingestellt. Dann gucken Genau. wir doch mal. Und jetzt kommt doch die zweite Überraschung, oder? Da steht Mazda. Aber guck mal, die Beinfreiheit, das ist auf dich eingestellt. Du hast hinten richtig viel Platz. Ja, ich Oder? habe allerdings beim Kopf komme ich an die Decke dran. Okay. Mhm. Ja, und die Gepresst. Füße sind auch hoch, ne? Angewinkel. Also Ja, du hast ja, unter ja, ja. den- unter den Also Beinen- es ist jetzt, man kann schon ein bisschen mitfahren, aber gut. Ja. Im Idealfall sitze ich sowieso immer vorne links, Ja, deswegen eben. ist es eigentlich. Hinten Aber ist, es geht, es geht, es zweitrangig, geht. würde ich auch sagen. Und auch wirklich wieder sehr bequem, die Sitze Mhm. hinten. Ich mache mal einmal noch mal auf wegen der Beleuchtung. Oh, Ja, als Willkommen geht sofort als Willkommen der geht der Spoiler. Spoiler raus. Du hast auch gesehen jetzt eine Lichtsignatur, ne? Also der Ja. spielt so ein bisschen vorne und hinten mit dem Licht. Das ist ein großer Kofferraum. Ich finde, das ist die nächste Überraschung. Das ist nur eine Serviceklappe, genau. Und darunter ist auch nur noch Service. Also es gibt keinen Hidden Trunk mehr. Ich dachte gerade, das Da wäre. ist Ende.
Wäre Bauschaum. japanischer Bauschaum oder so. Das ist das Notfall, ja. Aber ich blende euch das mal ein, wenn man das rausnimmt, auch die Hutablage oben ist richtig viel Platz und es ist auch eben, also auch wenn man die Rückbank dann noch umklappt. Ich habe auch gesehen, er hat auch einen Campingmodus. Hat er, okay. Also dann kann man sogar Französisch gut stand da schlafen. irgendwas. Ja, okay. Also ich denke. Ja. Ah, okay. Aber auch das alles solide, ne? Da kommt nicht, das fährt nicht mal automatisch raus, sondern da haben wir die Kläppchen. Wir haben rahmenlose Fenster, was auch das wieder so ein bisschen hochwertiger erscheinen lässt. Aber einfach vergleicht. Einfach verglast, trotzdem sehr leise da drin. Du kannst einen Anhänger dran machen und dann hat er eine Anhängelast von 1500 Kilogramm. Und jetzt? Der Test aller Tests, genau. Test aller Tests. Einmal ziehen, ja. Motorhaube geöffnet. Motorhaube geöffnet, sagt er. Ha! Erstmal viel. Und was ich wirklich super finde, ha! Also das ist ja mal wirklich eine gute Idee. Und du hast aber unten drunter noch ein kleines Ja. Fach, was du noch mehr aufmachen kannst. Ich habe gerade haben gesehen, wir dass noch. da so... Ja. Ja gut, wenn irgendwie... Ja, für Schuhe ist es jetzt ein bisschen wenig gewesen, aber... Ja, aber man hat noch so einen Hidden Trunk Ja. quasi. Auf den Rückweg. So, jetzt müssen wir noch die Privatsphäre-Dinge bestätigen. Ah, Moment, warte mal. Vielleicht können wir sagen, Mikrofon, vielleicht geht das doch. Ich bin hier. Das ist doch nicht Multimedia. Diese Funktion lässt sich derzeit nicht durch den Sprachbefehl betätigen. Die hört sich Diese Funktion lässt sich derzeit nicht durch den Sprachbefehl betätigen. Na, sie kann einige Dinge. Sie haben... Was möchten Sie? Ich höre, bitte sagen Sie. Hören Sie mich? Ja, Wie wird das Wetter? Tut mir leid, auch das ist noch nicht verfügbar. kann ja sein, dass es noch nicht so weit ist. Oder es hat wirklich mit dem Datenschutz dann noch irgendwas zu tun. Ja, könnte auch sein, genau, dass es nicht online funktioniert. Das aktuelle Gefälle ist zu steil. Die 360-Grad-View-Monitor wurde aktiviert. Bitte achten Sie auf die Straße vor Ihnen. Was ist denn der CarPlay- Landschaftsmodus? Der Landschaftsmodus, ja, was da? Du kannst jetzt hier, das ist dasselbe eigentlich nochmal, ne? Den verschiedene Modi irgendwie wählen und dann steht da was auf Französisch, deshalb weiß ich nicht, kommen wir da auch nicht weiter. Aktivé, können wir mal machen. Was ist denn das? Ich will aber noch hier wegkommen. Ja, dann lassen wir es lieber, ich weiß nicht. Sieht aber hübsch aus. Also hier haben sie sich Mühe gegeben, das hübsch zu gestalten. Ah, Frischluftmodus steht in Deutsch. Ah, okay. Jo. Ja, das können wir mal machen. Friesker Luftmodus wird aktiviert. Fahrer und Beifahrer-Fenster öffnen sich. Ah, danke schön. Sie haben den Luftreiniger eingeschaltet. Das ist doch nicht Luftreiniger. Naja, das hätte ich auch so manuell machen können, ne? Fenster öffnen. Aber Frischluftmodus ist sehr schön. Desaktiviert. Friesker Luftmodus wird deaktiviert. Während dem Laden gibt es leider keine Ladebegrenzung. Also ich stecke den Stecker rein und er lädt. Man kann nicht sagen 80% Stopp. Das geht allerdings mit der App. Also wenn man die App nutzen würde, dann kannst du in der App sagen maximal 80%. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Highlight am Schluss. Es ist ja viel los, wenn man jetzt Leute fragt, was sie denn so schätzen würden, wie viel das Auto kostet. Dann hört man... Willst du mich fragen? Du was ich weißt schätze? es wahrscheinlich. Nein, ne? ich weiß Du weißt es auch nicht. überhaupt Okay. nicht. Ja, dann, was glaubst du? Ich würde jetzt irgendwas so um die 60.000 Euro denken. Das wird häufig gesagt, weil alles das, was wir gewohnt sind von anderen Herstellern, ist das genau in dieser Preiskategorie. Das Fahrzeug, genau so, wie wir ihn jetzt hier fahren, kostet 43.000. Oh. Ich meine, es ist immer noch viel Geld, aber... Ja, es ist viel Geld natürlich, aber das ist jetzt mal ein Preis, der auch so ein bisschen wieder im Verhältnis steht, oder? Also bei der Größe des Autos und bei auch der Komfort, der geboten wird und auch was an Ausstattung drin ist. Es gibt zwei Ausstattungsvarianten, Takumi und Takumi Plus. Wir sitzen im Plus, das kostet 47.000. Das war also jetzt vorhin der Händlerpreis, den ich genannt habe. Das kleine Modell kostet 45.000.
Also da geht's los. Aber trotzdem, von denen, was Ja. ich vermutet habe, von den 60.000 ist es immer noch weit entfernt. ja, genau. Und wenn du dir das so überlegst, also ein Tesla, ein Model 3 jetzt kostet ein bisschen weniger. Da hast du viele andere Funktionen, die hier fehlen. Ich würde den aber eher mit einem Model S vergleichen. Mhm. Und du hast sehr viel mehr Stauraum. Und ja, es kommt so ein bisschen darauf an, wo man denn so seine Prioritäten hinlegt. Also alles, was mit dem System zu tun hat, Computer und so haben wir schon gesehen, das ist noch ausbaufähig. Aber sonst, den Platzbedarf, da kommt Model 3 nicht mit. Auf keinen Fall. Nee, auch von der Größe des Kofferraums. Genau. Und so. Also es ist schon wirklich ein großes Auto. Genau. Zu dem Preis haben wir auf hohem Niveau gemeckert. Weil das muss man immer im Hinterkopf behalten. Das ist ja in der Liga, in der der Mazda 6e mitspielt, das ist eine ganz andere. Und vom Preis her ist recht. Und wie gesagt, so vom Fahren her und so ist das wirklich eine höhere Klasse. Software, nochmal der Hinweis, wenn euch das interessiert mit der Software, dann abonniert am besten diesen Kanal. Wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid, dann habt ihr ja bestimmt Interesse an dem Fahrzeug. Dann guckt mal, in der nächsten Folge stellen wir euch die Software nochmal, also das ganze System nochmal ein bisschen ausführlicher vor. Eine Sache teste ich jetzt noch, weil mich triggert das jetzt, dass die Beifahrerseite-Heizung auf meiner Seite ist. Kann ich das jetzt anklicken und Mal hier bearbeiten. bearbeiten? Zum Glück Beenden. kann man das umstellen. Weil das hätte mich jetzt nämlich Ja. getriggert. Warum muss ich denn nach rechts drücken? Der Blinker ist auch lustig, ne? Ein bisschen wie beim Reiten, oder? Also hier die Ritter der Kokosnuss. Genau.